meine, es geht ja ums Thema Self-Publishing und ich habe so den Eindruck, Autor werden ist ja für viele Leute schon noch so ein Traum an sich und beim Self-Publishing fällt man ja gern so den Irrglauben anheim, ja, dann geht es ja super leicht, ich schreibe ein Buch, das ist dann hoffentlich immer gut, dann lade ich das irgendwo hoch und dann wird es schon. Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, es gehört noch ein bisschen mehr dazu, damit das funktioniert. Wie so eine Autorenrealität wirklich aussieht, das bespreche ich heute mit jemandem, der es wissen muss. Bei mir ist heute Jeanette Lagall. Sie ist selbst Self-Publisherin und hat unter anderem die Buchreihe Das Schloss der Schatten und die Trilogie Die Reise des Karneolvogels veröffentlicht. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Frau Lagall. Vielen Dank, ich freue mich riesig. Ja, ich habe den Eindruck, dass das Autorendasein ganz schön komplex schon immer war und jetzt noch mehr geworden ist. Als Autor muss man ja heute vieles zugleich sein und vieles zugleich können. Also es ist ja nicht nur eine gute Schreibe haben, was ja oft schon schwierig genug ist, man muss auch sich vermarkten können, man muss Social Media können, man muss sich eine Community aufbauen. Wie bringt man das denn unter einen Hut, wenn man jetzt erstmal so eine One-Man- oder One-Woman-Show abliefert? Letztendlich, es ist halt Organisation und man wächst auch ein Stück weit da rein oder es bleibt einem auch gar nichts anderes übrig, weil, wie Sie ja zum Anfang schon sagten, jeder geht da erstmal relativ blauäugig rein. Ja, dann holt einen die Realität doch relativ schnell ein und man stellt fest so: „Oh, und das muss ich jetzt noch können, darum muss ich mich kümmern“, so. „Ah ja, ich brauche ja jetzt auch noch, Cover.“ Dann sagen mir viele Kollegen, wenn ich Anfänger bin, so, jetzt hol dir aber auch mal ein ordentliches Lektorat. Dann denkst du erstmal, oh Gott, was ist jetzt Lektorat? Und machst dich da schlau, dann sprichst du mit anderen, dann holst du dir Empfehlungen ein, dann machst du eben eigene Erfahrungen und wächst eben auch Stück für Stück rein, was du machen musst bei diesen, ich sage jetzt mal, Verlagstätigkeiten. Also das ist halt beim Self-Publishing so, dass man gerade diese allerklassischsten Verlagssachen wie: Ich kümmere mich um 'n gescheites Cover, ich, sorge, dass der Text 'n ordentliches Lektorat bekommt, Korrektorat, der Buchsatz. Diese Sachen, das, nimmt einem ja normalerweise der Verlag ab. Drumrum kommt noch das ganze Marketing. Da will ich auch gleich mal noch mit dem Vorurteil aufhören, dass, Verlage einem das Marketing abnehmen. Also, das ist tatsächlich nicht so. Also außer man ist jetzt wirklich gigantisch bekannter Verlagsautor, Sebastian Fitzek oder so, also der muss sich jetzt nicht um sein Marketing kümmern, macht er trotzdem, aber da investiert auch der Verlag. Aber wenn man jetzt ein kleiner Autor ist, kleine Autorin ist oder bei einem kleinen Verlag, der auch gar nicht so viel Budget hat, dann muss man sich weiterhin auch selbst um die Vermarktung des Buches kümmern. Und also das bleibt einem dann nie so ganz erspart. Und natürlich wird das Ganze dann richtig groß, wenn man Self-Publisher ist, weil da ist ja nicht mal ein kleiner Verlag, der macht ja auch etwas und unterstützt auch. Da steht man dann eben wirklich alleine da. Ja, und dann heißt es einfach Learning by Doing, Austausch mit anderen und ja, auch mal den einen oder anderen Fehler machen. Da haben Sie mir das Wort jetzt eigentlich fast schon aus dem Mund genommen. Das ist eine wunderbare Überleitung zu dem, was ich gerne als nächstes wissen möchte. Stichwort Fehler machen, genau. Weil als Self-Publisher ist man ja in erster Linie allein für sich selber verantwortlich. Und da geht wahrscheinlich auch mal das ein oder andere schief, beziehungsweise da bestehen ja bestimmt auch ganz reelle Risiken, jetzt abseits von, dass mal irgendwo sich ein Schreibfehler einschleicht, was ja schon ärgerlich genug ist. Womit müssen sich Self-Publisher eigentlich so rumschlagen und wo kann es vielleicht auch mal ein bisschen kritisch werden, Ihrer Meinung nach? Gut, Fehler, also erstmal zunächst, Fehler sind gar nicht schlimm. Die darf man machen, die macht auch so ziemlich jeder. Und also was mich selbst betrifft, habe ich das Gefühl, ich habe, glaube ich, so jeden Fehler, den man machen kann, auch selbst mal ausprobiert. Wahrscheinlich, um zu wissen, wie das ist. Aber es gibt jetzt natürlich größere und kleinere Fehler. Beispiel, jetzt nehmen wir mal zum Beispiel Cover. Ist ein teurer und ärgerlicher Fehler, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, ich bin ja Self-Publisher, ich möchte natürlich, dass das Buch 100% mir gefällt und vielleicht ganz, ganz, ganz klare Vorstellungen beim Cover hat. Klingt jetzt erstmal nicht sonderlich dramatisch, kann aber nach hinten losgehen, einfach wenn man jetzt sagt, ich gehe nur nach meinen eigenen Präferenzen, treffe aber jetzt nicht den Geschmack der Zielgruppe.
weil dann wird das Buch von der Zielgruppe schlicht und ergreifend nicht wahrgenommen, und läuft ins Leere. Also das ist jetzt zum Beispiel ein Fehler, den auch viele machen und jetzt gar nicht mal, indem sie sagen: „Oh toll, ich kann ein bisschen zeichnen, ich kenne mich ein bisschen, am Computer aus bei diesen ganzen Sachen, ich mache mein Cover selber.“ Also, wenn man nicht Grafikdesigner ist und keine Ahnung davon hat, sollte man das auf gar keinen Fall machen. Also, das ist ein riesiger kapitaler Fehler. Aber auch selbst wenn man eben einen Experten zu Rate zieht, dann sollte man auch auf den hören, was jetzt die Zielgruppe betrifft. Klar, andere Fehler, Rechtschreibfehler ist jetzt kein Fehler, das, gehört eigentlich dazu, weil das ist schlichtweg nicht zu vermeiden und da kann man ja auch später ein bisschen was gegen tun. Wo man jetzt allerdings wirklich aufpassen sollte, was arg hakelig werden kann, ist beim Titelschutz. Wenn man jetzt zum Beispiel eben sich einen Titel für sein Buch ausgedacht hat, dass man dann eben einfach checkt und prüft, gibt's diesen Titel schon, oder gibt's einen Titel, der diesem Titel zum Verwechseln ähnlich ist? Ähm, Ist da etwas austauschbar und so? Da gibt's verschiedene Möglichkeiten, das zu überprüfen. Und es gibt auch Möglichkeiten, dass man seinen Titel, den man sich jetzt ausgedacht hat und sagt: „Ah ja, den brauche ich vielleicht für mein Buch, den gibt's jetzt noch nicht.“ Den kann man sich auch schützen lassen, allerdings auch nur für 'n begrenzten Zeitraum. Also, da sage ich wirklich, das ist 'ne etwas schlimmere Sache, wenn man jetzt, den Fehler macht, 'n Titel zu verwenden, den es schon gibt oder in 'ner sehr, sehr ähnlichen Form gibt. Das hat dann wahrscheinlich auch im schlimmsten Fall markenrechtliche Konsequenzen, oder? Wenn man da nicht aufpasst. Ja, genau. Also, definitiv, weil, man stiehlt da ja etwas, was schon jemand anderes in Verwendung hat. Wo kann ich das denn prüfen, ob zu meinem Buchtitel, den ich mir da überlegt habe, so Ja, da gibt's Datenbanken. Man kann diese Titel auch erst mal ganz einfach, ganz profan in Google eingeben, in, Amazon eingeben, in Thalia eingeben, also bei den üblichen, Plattformen, die Bücher vertreiben und gucken, ob schon mal 'n Buch mit diesem Titel da oder 'nem vergleichbaren Titel auftaucht. Also, das kostet jetzt nicht viel Aufwand, ist, nix Dramatisches, ist recht schnell gemacht, aber, ist sehr viel wert, wenn man das tut. erspart einem viel Ärger. Im Bezug aufs Cover fällt mir da tatsächlich noch das Stichwort Urheberrecht ein. Ist das auch relevant? Spielt das 'ne Rolle? Ja gut, wenn man jetzt jemanden das Cover klauen würde, zum Beispiel, dann natürlich ja. Es empfiehlt sich auch, vielleicht einfach mal spaßeshalber, es gibt ja auch Bildersuchen dann, bei Google oder wo auch immer, dass man dann, wenn man das Cover hat, das jetzt einfach mal, reinstellt und guckt, findest du dazu irgendwas Ähnliches? So, dann spuckt einem das alles Mögliche aus und dann sieht man ja schon selber so, ist da irgendwo zufällig 'ne signifikante Ähnlichkeit, dann sollte man noch mal dringend mit dem Coverdesigner reden. Aber ansonsten, eher nicht. Also, auch wenn Coverdesigner dann, Elemente verwenden aus Bilddatenbanken, dann kaufen die ja die entsprechenden Lizenzen für diesen Zweck und dann ist das in Ordnung. Also, wenn man da jetzt nicht aktiv jemandem was klaut, dann, kann man da eigentlich nix falsch machen. Wenn man selbst der Urheber ist, sowieso nicht, weil dann hat man das Urheberrecht ja selber, außer man kopiert jetzt ganz bewusst ein Cover, aber ich glaube, das dürfte jedem klar sein, dass das nicht so die clevere Idee ist. Und die professionellen Coverdesigner, die arbeiten da eigentlich auch total sicher. Generell muss man, glaube ich, sagen, dass das Arbeiten heute für jeden, der Content in irgendeiner Form produziert und gerade auch für Self-Publisher ein ziemlich anderes ist als jetzt noch vor 10, 15, 20 Jahren, allein schon aufgrund von Digitalisierung, Technologie, künstliche Intelligenz. Da wird sich unheimlich viel getan haben. Haben Sie den Eindruck, dass sich das auch auf Self-Publishing ausgewirkt hat, wie da gearbeitet wird? Ja, also die künstliche Intelligenz auf jeden Fall. Also jetzt gar nicht mal so, wie man vielleicht auf den ersten Blick glaubt, dass man sagt: „Oh, jetzt fangen alle an, ihre Bücher, von der KI schreiben zu lassen.“ Ähm, Der Schluss liegt natürlich nahe und es gab ja auch, oder leider gibt immer noch, diese Riesenflut an wirklich super schlechten KI-Büchern,
die da eben auf Amazon oder Tolino oder sonst wo hochgeladen werden. Das sind jetzt allerdings in den meisten Fällen tatsächlich nicht Self-Publisher, die sagen, ach, wie praktisch, jetzt kann ich mein Buch selber, brauche ich gar nicht mehr schreiben, sondern lasse das jetzt mal machen. Sondern das sind, ja gut, ich nenne es jetzt einfach mal Geschäftsmodelle, neue, die de facto eigentlich Betrüger für sich entdeckt haben, weil sie denken, ah cool, jetzt kann ich die KI mal ein Buch schreiben lassen. Derzeit sind es ja hauptsächlich Ratgeber, Reiseführer, Kochbücher, absurderweise auch tatsächlich Kinderbücher, wo man der KI relativ schnell sagen kann, ah ja, jetzt mach mir mal eine Gliederung zu folgendem Thema, Pilze oder sowas. Dann kann man sich relativ flott das ausfüllen lassen von der KI. Und wenn man dann keine Ahnung hat und die Sache nicht durchguckt, dann kann das natürlich richtig schief gehen, weil die KI schreibt auf jeden Fall was. Die schreibt auch was, was super klug klingt und sich gut liest, und das Design kann man auch noch machen. Und dann hat man natürlich ratzfatz erstmal einen Ratgeber über ein Thema, der gut klingt, aber ja, das muss nicht stimmen. Und das ist halt relativ, je nach Thema sogar relativ gewissenlos, weil man produziert dann etwas, was echt gefährlich werden kann. Also wenn man keine Ahnung von Pilzen hat, aber da denkt, weil es einfach ist, schreibe ich jetzt mal einen Ratgeber über Pilze, und das nicht überprüfe, dann ja, gab es auch tatsächlich schon Fälle, wo dann eben giftige Pilze als essbar dargestellt wurden. Und das ist natürlich fatal. Und es ist natürlich auch verlockend für die Leute, die sagen, ah ja toll, jetzt kann ich so schnell Geld verdienen, weil so schnell lasse ich Bücher produzieren. Brauche ja auch keine Ahnung, weil die KI kann alles. Dass dieser Markt, der Buchmarkt regelrecht geflutet wird von eben diesen total, ja, grottigen KI-Büchern, wo keine Kontrolle dahinter steht und gar nichts. Und das Problem ist halt einfach, man erkennt als Konsument oder als Leser einfach auch nicht, ist das jetzt ein KI-generiertes Buch oder nicht. Also man muss zwar, wenn man auf Amazon oder auf andere Plattformen ein Buch hochlädt, muss man zwar irgendwas angeben, wie viel KI da drin ist oder ob und ob nicht. Aber ja gut, wer überprüft, wenn ich sage, ist gar keine KI drin, wer überprüft dann, ob das stimmt? Also da gibt es keine Mechanismen. Da gibt es auch seitens der Plattformen keine Mechanismen, die da irgendwas drüber laufen lassen, was extrem problematisch ist. Es gibt für die Leser dann keine Filter, dass sie sagen können, nee, ich will nichts mit KI, zeig mir das gar nicht erst an. Und ich sehe diesem Buch auch nirgends, da steht auch nicht drin, 100% KI oder sonst irgendwas. Also man sieht es einfach nicht. Ähm, Man ist der Sache tatsächlich ausgeliefert. Also klar, man kann in das Buch reingucken über Leseprobe. Vielleicht merkt man es dann schon, oft merkt man es nicht, weil man ist ja jetzt auch nicht Experte für alle möglichen Themen. Und halt diese Masse, die reduziert dann eben die Sichtbarkeit von den seriösen Autoren. Also jetzt in dem Fall tatsächlich auch Verlagsautoren wie Self-Publishern. Allerdings haben Verlage dann doch noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, doch noch ein bisschen mehr Budget zum Beispiel, um jetzt wieder über bezahlte Werbung, Anzeigenschaltung und sowas ein bisschen was aufzufangen. Kleine Autoren, Self-Publisher haben das weniger, weil eben durch diese Masse steigen natürlich auch die Anzeigenkosten wieder, weil man hat ja wieder mehr Konkurrenz. Was jetzt wiederum Amazon gut findet, weil mehr Anzeigenkosten ist natürlich wieder mehr Kohle. Und dem zu widerstehen, ist natürlich auch schwierig. Gut tut die ganze Sache niemandem, auch Amazon nicht, weil letztendlich die Leute verunsichert sind, weil sie gar nicht wissen, ja, ist das überhaupt noch von Menschen geschrieben? Kann ich der Sache trauen? Was bekomme ich da jetzt überhaupt? Und es ist sowieso alles letztendlich viel zu viel. Und wenn man dann halt nicht mehr darauf vertrauen kann, dass diese Sache auch echt ist in dem Sinne, dann wird es natürlich schwierig. Aber habe ich dann da als kleiner Self-Publisher überhaupt noch eine Chance, mich irgendwie zu behaupten oder hervorzutun? Ich habe jetzt zum Beispiel rausgehört,
Es scheint ja gerade wegen KI auch ein gewisser Bedarf an wirklich handgemachten Inhalten, an menschengemachten Inhalten zu sein. Ist das vielleicht eine Nische, in die man schlagen kann dann? Ja, das definitiv. Das ist auch die einzige, die funktioniert, ist aber auch tatsächlich auch 'ne Chance, auch wenn sie natürlich wieder mit Arbeit verbunden ist, weil, worauf man dann eben als Autor setzen muss, das ist definitiv, eben die Community, also der persönliche Kontakt, ja, Autor, Autorin zum Anfassen zu sein, zu zeigen: „Ja, ich bin authentisch, meine Bücher sind authentisch“, dass, die Leser halt einfach wissen: „Ah ja, okay, die Bücher von diesem Autor oder dieser Autorin, die sind jetzt tatsächlich von einem Menschen. Da ist ein Mensch, mit dem kann ich sprechen, auf 'ner Messe zum Beispiel. Da ist ein Mensch, mit dem kann ich jetzt, kommunizieren über Social Media, über Kommentare oder so was. Da gibt's jemanden, da kann ich mich auch in die Newsletter eintragen. Also, das ist auch Newsletter-Marketing ist jetzt 'ne sehr unterschätzte Sache, die aber auch sehr zur persönlichen Bindung beiträgt. Zumal man halt eben auch bei Newsletter ist man nicht auf die Algorithmen von Social Media, angewiesen. Das ist ja auch noch so 'ne Sache, weil klar, man muss die Community aufbauen über so viele Kanäle wie irgend möglich. Aber bei Social Media ist man letztendlich davon abhängig, ob die Konzerne sagen: „Ja gut, jetzt lassen wir den Algorithmus so oder wir ändern irgendwas“, und dann ist man plötzlich gar nicht mehr sichtbar. Dann ist es natürlich wieder von Vorteil, wenn man 'ne besonders starke Community hat, die einen aktiv sucht, aber das werden natürlich nie 100% der Leute machen. Aber natürlich, je mehr, desto besser, und daher ist auch grade heutzutage dieses Persönliche also, es war noch nie unwichtig, aber es ist heute absolut wichtiger denn je. Hm. Ich könnte mir vorstellen, dass man da dann aber auch einiges beachten muss, wenn man marketingtechnisch auf so vielen Kanälen unterwegs ist. Gerade Stichwort Newsletter-Marketing, Double Opt-in et cetera, dass da auch wirklich nichts schiefläuft und die Leute sich auch nicht belästigt fühlen. Wie informiere ich mich da als Self-Publisher am besten, was ich darf, was ich nicht darf? Ja, genau. Also, da sind wir wieder bei dem Anfangsthema, was man eben alles wissen muss und was man sich aneignen muss. Und da ist gut, man kann recherchieren, man kann alles recherchieren. Das ist, 'n sicherer, aber auch 'n etwas mühsamer Weg. Hier empfehle ich tatsächlich einfach generell als Self-Publisher den Austausch mit anderen Self-Publishern, weil, man sitzt zwar allein an seinem Schreibtisch und schreibt sein Buch, aber man muss ja nicht 'n Einzelkämpfer sein. Also, ist auch heute immer schwieriger. Also, man sollte sich schon mit anderen Autoren austauschen, auch Kooperationen bilden, mit anderen Autoren und zusammenarbeiten. Und da kann man halt auch unheimlich viel lernen, eben, dass es jetzt diese Double Opt-in-Option gibt, wenn man Newsletter aufsetzen will, welche Tools die verwenden, wer welche Erfahrungen gemacht hat. Und so die technische Seite, so: „Oh Gott, wie richte ich jetzt dieses Double Opt-in ein“ und so, die ist eigentlich, im Endeffekt gar nicht immer so die fürchterliche, weil das ist für viele ist das 'ne Riesenhürde, weil sie sagen: „Oh Gott, ich habe doch keine Ahnung von Technik. Wie soll ich das denn auch noch machen?“ Ähm, Ist tatsächlich nicht so schlimm, und das sage ich als jemand, der echt Technik, nicht so wirklich, affin ist. Da gibt's einfach gute Plattformen, die eben auch darauf eingestellt sind, dass die meisten Leute keine Ahnung von dem Zeug haben. Und da, wenn man, Newsletter einrichtet, wird man auch durchgeführt und, wird auch gesagt, so hier, diese Double Opt-in-Funktion und wie willst du die gestalten? Und da muss man sich tatsächlich weniger Sorgen machen, wie es dann zur Ausführung kommt. Aber sich das Wissen anzuschaffen, was man denn überhaupt braucht, das geht am allerbesten immer noch durch andere. 'N ordentliches Netzwerk ist, glaube ich, wichtiger denn je, gerade in Zeiten der Digitalisierung. Heutzutage ist das Netzwerk wirklich wichtig, und grad als Self-Publisher ist das Netzwerk besteht ja jetzt nicht nur aus anderen Autoren, mit denen man sprechen kann. Zu meinem Netzwerk zähle ich genauso eben jetzt das ganze Team aus Coverdesign, Lektorat, Korrektorat, Buchsatz und so weiter. Dann eben auch die Autorenkollegen und alles Mögliche.
Also das ist schon Testleser, Blogger, ganz, ganz wichtige Sache. Das sind tatsächlich unheimlich viele Leute, mit denen man da zusammenarbeitet und verbunden ist. Und die braucht man auch, weil man schafft das ja gar nicht allein. Was man nicht kann, Stichwort Cover, sollte man auch überhaupt gar nicht erst machen, weil das geht schief. Und auch das Marketing, klar, ich habe gesagt, man muss eine Community aufbauen, persönlich erreichbar sein und so. Das ist auch so, aber da helfen zum Beispiel auch andere, zum Beispiel Blogger, die dann eben auch sagen, guck mal hier, ich habe dieses Buch gelesen, das hat mir gefallen eben oder auch nicht. Sie schreiben Rezensionen und verbreiten eben auch diesen Autor oder diese Autorin in der Welt. Und wenn ein Blogger das empfiehlt, dann kann man ja meistens auch davon ausgehen, dass auch dieses Buch, das da empfohlen wird, tatsächlich von einem Menschen geschrieben wurde. Zumindest im Moment noch. Ja, was ja ein echtes Gütesiegel ist heutzutage. Also ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, Autoren oder Self-Publisher, die müssen Unternehmer sein im Endeffekt. Ja, Und ja. auch tatsächlich so denken wie Unternehmer und sich in Bereichen Expertise holen, die sie vielleicht selber noch nicht ganz abdecken. Und jemand mit einem eigenen Business eben auch tut. Also das kann ich definitiv und zu mindestens 150% unterschreiben, denn das ist so. Also man macht ja nicht nur das Schreiben, man macht ja die ganze Verlagsarbeit drumherum. Verlage sind ja auch Unternehmen. Das ist beim Self-Publisher nicht anders und man muss ja auch im Endeffekt dann gucken, äh, ja gut, rechnet sich das Ganze, das ist so ein Punkt. Self-Publisher, die jetzt vom Schreiben leben können, was bedauerlicherweise tatsächlich die wenigsten sind, die müssen halt wirklich gucken, rechnet sich das, kriege ich noch was rein und so weiter. Aber auch andere, viele, die das jetzt nur als Hobby oder als Nebenerwerb machen, können ja dann, haben zwar natürlich den Luxus, okay, ich habe einen Brotjob, der finanziert mir das Ganze, aber trotzdem irgendwann, ich möchte ja auch nicht nur investieren. Also ich möchte ja auch einfach, dass es sich wenigstens mal amortisiert, dass meine Investitionen, die ich für das Buch habe, und wenn ich es professionell angehe, dann sind das durchaus auch ein paar tausend Euro, je nachdem, wie dick das Buch ist und welche Ausstattung man reinsteckt. Und das sind definitiv unternehmerische Sachen, dass man da eben kalkuliert, Budgets macht, wie viel gebe ich für was aus und wie bekomme ich dann das Geld letztendlich auch wieder rein. Also ich glaube, wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, was langfristig erfolgreiche Self-Publisher auszeichnet. Deshalb vielleicht als Abschluss, wenn Sie Self-Publishern oder solchen, die es gerne werden wollen, einen Rat mitgeben können, irgendwas ganz Wichtiges, was wäre das? Was würden Sie den Leuten sagen? Und ich würde sagen, auf jeden Fall, also neben dem Durchhaltevermögen, was man auf jeden Fall braucht, also das ist schon so ein Basic-Rat, den zähle ich jetzt gar nicht mal als einen Rat, das ist schon eine Grundvoraussetzung, würde ich auf jeden Fall sagen, legt euch ein eigenes Profil zu, ein eigenes Erkennungsmerkmal, dass die Leser auch wissen, für was ihr steht, also was für Bücher ihr schreibt, was sie bei euch bekommen und seid einfach auch nahbar. Also geht auf Messen, geht auf Social Media und seid einfach da und zeigt so, hallo, ich bin echt und ich schreibe eben diese Bücher hier. Aber ich glaube, besser könnte man das Thema nicht zusammenfassen. Dann sage ich danke für die spannenden Einblicke in eine Branche, die in meinen Augen wahnsinnig viel zu bieten hat und in der sich gerade unheimlich viel tut. Vielen Auf lieben Dank. Und ich würde auch allen Leuten, die Bücher lieben und die sich für Bücher und Geschichten interessieren, einfach auch mal raten, ein bisschen in die Welt der Self-Publisher reinzuschnuppern, weil tatsächlich werden das immer mehr und die Bücher werden auch immer besser und sind auch schon richtig gut. Und da lohnt es sich auch mal fernab der üblichen Wege zu gucken, ob ich da vielleicht Geschichten finde, die mir zusagen. Da gibt es mit Sicherheit eine Menge kreatives Potenzial zu heben, da bin ich überzeugt. Auf jeden Fall. Nach den interessanten Einblicken bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen,
Wenn ihr mehr wollt, dann schaut auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Dort gibt es jede Menge Videos, alles rund um das Thema Business und Absicherung in vielen verschiedenen Branchen. Bis zum nächsten Mal.